Hallo, willkommen beim 1000 Becker Report. Heute mit dem Thema: Der Primäranstieg bei Penny Gold und Silberaktien beginnt und kaum einer registriert es. Disclaimer: Schon in wenigen Wochen könnten solche Aktien mit circa 1 Dollar bewertet werden. Und dabei standen sie vor ebenso wenigen Wochen noch unter 0,10 Dollar. Sobald 1 Dollar erreicht ist, ist der ganz große Vermögen schaffende Hebel Geschichte. Natürlich gibt es noch viele Nachzügler, die eine ähnliche Performance hinlegen können. Auf diese fokussieren wir uns beim Nachkaufen, während wir die anderen einfach laufen lassen. Es bleibt also nach etwas Zeit, um weitere Junior Penny Gold Aktien aufzuladen. Kunden meines Reports werden regelmäßig auf solche Kaufgelegenheit hingewiesen und schauen selbst, welche ihnen aus dem Report am besten zusagen. Denn jeder weitere Kauf kann den Einsatz um das 10- bis 100-fache steigern. Ja, tut mir leid, dass ich mit solchen Zahlen um mich schmeißen muss, aber es ist einfach eine Realität. Das in diesen, ich habe heute Morgen ein Statement gelesen, das werde ich auch noch vielleicht verlinken, dass, sage ich mal, die Senior Goldaktien durch in diesem Bullenmarkt, also die Barricks dieser Welt, Newmans, um das bis zu 10-fache steigen können, während eben viele Penny Gold-Aktien, gute natürlich mit guten Ressourcen, durchaus um das 100-fache steigen. Das ist absolut eine Realität und in großen Goldaktienbullenmärkten haben wir das immer wieder gesehen. Und das hier sind vielleicht Beispiele, woran ich das festmache, dass jetzt der Primäranstieg beginnt, ohne dass es überhaupt jemand mitkriegt. Es ist noch nicht bei so vielen Aktien, aber wir sehen wirklich strukturelle Ausbrüche von Aktien, die wir seit längerem beobachten. Sie als Leser des 1000 Becker Reports kennen die auch sozusagen. Wir mussten auch teilweise relativ harte Rückschläge die letzten Monate bei einigen Aktien hinnehmen. Hier zum Beispiel bei dem Gold-Silber-Projektgenerator British ähm, Columbia in Kanada. Hat heute richtig zugelegt auf 21 Cent und es hat damit ein neues Alltime-Hoch erreicht. Wo sehen Sie Gold beim Alltime-Hoch? Das Gold ist noch lange nicht bei 2080 Dollar. Hier wird ein Alltime-Hoch gefeiert. Das ist wirklich interessant. Und wir haben mehrere solcher Ausbrüche. Und unsere große Hoffnung ist natürlich, wie beschrieben ist, dass die, sage ich mal, relativ schnell auf 1 Dollar gehen. Und dann natürlich sind die Massen wach und dann wollen sie alle in den Markt strömen. Und dann kann es eben passieren, dass es auf 2, 3, 4, 5, vielleicht irgendwo ein Wert am Ende zwischen 5 und 10 Dollars. Das ist unsere große Hoffnung. Und wenn dieser Euphoriestatus erreicht ist, ist es natürlich ideal, die Goldaktien abzustoßen. Ja, meiner Meinung ist es einfach, würde ich das tatsächlich eben daran festmachen, dass es jetzt hier aufgeht, hier reingeht, großes Geld reinfließt. In der Masse sieht man das noch nicht, aber wir haben eben seit Jahren oder Monaten diese Art von Goldaktien beobachtet und auch hier bei diesem Kupfer-Silber-Projektgenerator in Kolumbien, Peru, der war auch schon mal jetzt auf 80 Cent gestiegen, glaube ich, bis Ende letzten Jahres und hatte dann auch fast alle Gewinne abgegeben und war, wie wir das ja gesagt haben, vor wenigen Wochen hier noch unter 10 Cent. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Hier im Juni immer noch 10 Cent und ist jetzt bald 20 Cent. Und der Weg auf 1 Dollar ist, wenn ist sozusagen frei und Gold und Silber ist kaum gestiegen. Das ist es eben. Also dieser Markt bekommt eigentlich eine Eigendynamik jetzt sozusagen. Das ist auch der Kennzeichen des Goldaktienbullenmarkt, dass die einfach hochlaufen. Warum auch immer, einfach weil Kapital reingeht, weil jetzt auch Investoren langfristig höhere Gold- und Silberpreise brauchen, erwarten etc. Also, das muss man sich wie gesagt sagen. Diese Aktien haben alle noch unter 10 Cent gekostet, sind jetzt auf 20 Cent, sind auf dem Weg auf 1 Dollar vermutlich und dann möglicherweise, dann kommt die Übertreibungsphase und dann gibt es absolut in den Mehr-Dollar-Bereich. Das ist meiner Meinung nach wirklich eine Jahrhundertchance und an solchen Aktienverläufen mache ich das fest. Natürlich kann man nicht nur in solche zu investieren, das ist eben sehr, sehr risikoreich, das ist ganz klar, sondern ich habe das auch auf viele, viele, viele Aktien verkauft und kaufe viele, viele nach. Und zum Beispiel dann heute habe ich dann ja andere Aktien, die aber auch Hochpotenzial haben, nachgekauft,
die eigentlich noch nicht so ausgebrochen sind, aber sich anschicken, ein ähnliches Chartverhalten zu machen. Ja, also meiner Meinung würde sagen, geht es mit dem Primäranstieg bei Penny Gold und Silberaktien los. Dieser Typus dürfte relativ schnell auf 1 Dollar Bereich sein und eigentlich kriegt das keiner so weit mit, aus meiner Sicht. Ja, hier noch ein Goldproduzent, auch wiederum aus British Columbia in Kanada. Das Unternehmen hält 100% der Anteile an dem Elk Gold Projekt in Meere British Columbia in Kanada, befindet sich in der nicht abgetretenen besetzten Gebieten der Ureinwohner. Ja, das ist jetzt hier mit Translator übersetzt. People of Canyon, also das ist Indianerland sozusagen. Und da gibt es eben viele Verhandlungen, damit dann die Goldproduktion möglich ist. Das Goldgrundstückgebiet Elk ist ein riesiges 21.187 Hektar großes Landpaket. Und das ist Goldprojekt Elk. Das kommt dann zu, ist eine ehemals produzierende Mine mit hochgradigem Gold. Insgesamt haben sie 5 hochgradige Zonen, wo sie weitere Explorationsarbeit machen, wo überall hochgradiges Metall vermutet wird. Insgesamt haben wir 1,1 Millionen Ressourcen Gold bei 5 Gramm pro Tonne, also hochgradiges Gold. Und es findet eine jährliche Produktion von 50.000 Unzen statt. Sie sehen sich, wie dieses Unternehmen im letzten Goldaktienboom reagiert hat, ging eben von mehr oder weniger, sieht man kaum, aber ungefähr von 10 Cent auf 3 Dollar hoch. Das muss man sich mal vorstellen. Hat allerdings alle Gewinne wieder abgegeben. Aber ich würde behaupten, wir haben den Boden gefunden. Und wenn jetzt wieder ein Goldbullmarkt kommt, ja, wer weiß, wo das hingeht. Hier, wie gesagt, nochmal die Location. Das ist in der Nähe von Vancouver. Hier ist der US-Bundesstaat Washington. Hier Merritt und hier sind dementsprechend ist die Elk Goldmine. Rein theoretisch errechnet man einen Potenzialfaktor von 100. Das heißt, wenn Gold auf 2.500 Dollar steigen würde, nach unserer Kalkulation könnte diese Aktien bis 100-fache höher stehen. Sprich, eben bei 12 Dollar. Wie gesagt, es sind absolute Extremwerte. Wir versuchen einfach nur, wenn es wirklich einen wirklichen Run ins Gold geben würde, was eben wirklich sagt, nee, nicht häufig ist, könnte das eben vermutlich eben auf über 10 Dollar sein. Ja, möglich. Trotzdem ist es ein Sinn, dass natürlich Hochrisikoteile nach wie vor, kann immer irgendetwas passieren. Wie gesagt, mit den Ureinwohnern kann sich vielleicht nicht geeinigt werden. Managementfehler, whatever, vielleicht doch nicht so tolle Bauergebnisse, doch nicht so tolle Ressourcen, aber die Chance, dass sie natürlich den Turnaround schafft und jetzt mit dem Goldanstieg Richtung 2.500 mal überproportional mitzieht, ist natürlich da. Und insofern meiner Meinung nach interessante Aktie, die man durchaus kennen sollte. Und ist wie immer natürlich keine Kaufempfehlung an der Stelle. Ja, Gold steigt analog der 1970er Jahre vermutlich von 2.000 Dollar auf 8.500 Dollar. Die Charts geben das her. Wir haben eine ähnliche Chartsituation. Damals ist eben hier nach einem Anstieg von 35 Dollar auf 200 Dollar bis 1974, bis 1976 wieder auf 100 Dollar gestiegen, langsam rangearbeitet an die 200 Dollar, so wie wir es eigentlich von 2016 bis jetzt erlebt haben. Dann nochmal, sage ich mal, ein Rücksetzer, der noch die Leute frustrieren soll, dass der Goldaktienmarkt etc. doch nicht so interessant ist und so weiter und so weiter. Und dann kam dieser Mega-Anstieg. Da sollten natürlich nicht viele mit bei sein, aber die sich nicht haben rausschmeißen lassen, konnten dann solche Goldaktiengewinne genießen sozusagen. Hier NRD Mining ging von 5 Cent auf 19 Dollar, Silver Stack Mines von 10 Cent auf 36 Dollar, 20 Cent hier auf 40 Dollar. Das heißt, das 1.000 Dollar wurden teilweise relativ unkompliziert 100.000, 200.000, 300.000 Dollar. Das ist natürlich Stoff zum Träumen. Das Goldfieber hatte mich vor Jahren auch erwischt aufgrund dieser Werte. Und wir hoffen eigentlich, dass wir vor einer ähnlichen Entwicklung stehen. Wenn ich auch nicht wirklich jetzt den Anstieg auf 8.500 Dollar in einem guten Jahr erwarte, sondern irgendwie, ich halte mich da einfach strikt an wirklich gute Chartisten, die das eigentlich viel besser können, Charts lesen etc. Irgendwo Anstieg Richtung 2.500 Dollar in den nächsten 5 bis 8 Monaten. Aber das reicht in jedem Fall für eine überproportionale Rallye der Pennygold-Aktien. Ja, welche Ereignisse vor uns? Ich hatte es schon gesagt, ich erwarte einen relativ moderaten Anstieg Richtung 2.500 Dollar, Silber Richtung 50 Dollar.
Das würde im Prinzip keinen interessieren, aber was wirklich interessant ist, sind eben die Goldaktien im Bullenmarkt in der Frühphase des Goldanstieges. Schauen wir uns hier diesen Anstieg hier vom Bullenmarkt von 2016 an. Damals ist ja Gold von Anfang 2016 bis Sommer von 1050 Dollar auf 1360 gestiegen, 28,5%. Ja, ein wunderbarer Anstieg, aber nichts im Vergleich, was einige Goldaktien abgeliefert haben. Anstieg um 10.000%, also von 40 Cent auf 41 Dollar. Das heißt, diese Goldaktie, wenn man das in Relation mit Gold setzt, ist um 300, der Faktor 350 stärker gestiegen als Gold selbst. Also hätte man eine Unze im Januar 2016 investiert in diese Goldaktie, also 2625 Goldaktien gekauft, dann hätten diese 2625 Goldunzen, hätte man im Juli 2016 bereits für 107.000 Dollar verkaufen können. Und das wären dann 79 Unzen gewesen. Sie investieren am Tief, wie wir es jetzt auch haben, eine Goldunze und kriegen in dem Fall 79 raus. Das ist nur ein ganz extremer Fall, das gebe ich zu. Aber die anderen also jeder Goldaktie kann man oder Silberaktie kann man als Goldmaximierungssituation betrachten. Das heißt, die eine Aktie bringt, klar, vielleicht gar nichts, kriegen Gunste raus oder sogar weniger. Aber das hoffen wir ja nicht im Goldaktienbullenmarkt. Aber in anderen Fällen kriegen Sie für das Investment eine Unze 5 Unzen zurück, 10 Unzen, 20, 30. So könnte es sich vielleicht bewegen am Ende, was aber auch absolut gigantisch ist. Ne, das ist, wie gesagt, nur zu anschaulichen Zwecken absoluter äh, einfach ein Beispiel, um mal die drastische Verhalten von Goldaktien einfach zu demonstrieren. Aber Sie sehen auch, diese Goldaktien-Bullenmärkte, man muss es wirklich ganz unten kaufen, darf sich nicht rausschütteln lassen und man muss mehr oder weniger nach 5 bis 8 Monaten, in dem Fall war das so, das abstoßen und im Grunde genommen Goldaktien erstmal verlassen. Das wird diesmal auch nicht viel anders sein. Ja, hier nochmal der Goldbullmarkt von 2020, Corona-Krise. Die Aktie kann man für 2 Cent kaufen und die ist dann auf 35 Cent gestiegen. Und Gold hat sich mehr oder weniger auch um 20% entwickelt, die Aktie fast um 2000%, zeigt also auch ein zweites Beispiel, dass diese Goldaktie um das 100-fache gestiegen ist, was dann eine Goldmaximierung von 30 also aus einer Unze hätte man dann 30 bis 40 Unzen machen können. Ich finde das einfach unglaublich, was in diesen Märkten steckt. Aber sie sind sehr trickreich, sie sind sehr kurzfristig und es ist nicht leicht zu handeln. Immer noch extreme Unterwertung bei Goldaktien. Goldaktien im Verhältnis zu Gold. Seit 1996 sind die Goldaktien im Bärenmarkt im Vergleich zu Gold. Und Sie sehen eben, das ist ja so ein Ratio-Chart, es ist im Grunde am Boden erreicht worden. Das heißt, eine Fallhöhe nach unten gibt es nicht. Es gibt eigentlich nur eine Anstiegsmöglichkeit zurück in den Medienbereich oder wenn es so gerade dabei ist, vielleicht auch noch höher. Also allein das ist dann eine ungeheure Chance für Goldaktien im Verhältnis zu Gold. Also es ist wesentlich attraktiver Goldaktien. Dann gibt es eben noch das Verhältnis hier Junior-Goldaktien, Senior-Aktien, also Verhältnis Barrick, Newmans etc. Aber ich hatte ja auch schon gesagt, dass hier der eine Statist vermutet, dass diese Senior-Goldaktien im Schnitt um das 5- bis 10-fache steigen und eben die Junior-Aktien 100-fache. Also das Potenzial ist wesentlich größer. Und dann sind sie auch noch so extremst unterbewertet. Und das führt dazu, wenn das zurückschnappt, haben wir eben diese Überperformance. Und im Jahr 2002 ist das passiert, aber auch in der Finanzkrise von 2009 hier bis 2011. Sie sehen immer, wenn diese Junior-Goldaktienlinie hier mit der Seniorlinie zusammentrifft, ist eigentlich ein Verkaufszeichen. So, dann muss man raus aus diesen Penny Stocks. Sie sind eben hochvolatil. Also, wir werden Sie auf alle Fälle informieren, wenn sozusagen diese Junior-Gold-Aktien irgendwie, irgendwann, wir werden sehen, in welcher Form das passiert, ob es überhaupt passiert. Selbstverständlich hat keiner eine Kristallkugel, werden wir selbstverständlich informieren, wenn wir solche Situationen haben. Das ist ein Zeichen, dass man aus Goldaktien generell raus muss. Ja, wie hätte man sich 1970 im Goldbullenmarkt optimal gespielt?
Ja, es ist kein Geheimnis. Man hätte Goldaktien kaufen müssen, natürlich nicht nur eine. Man hätte das genau beobachten müssen, verteilen müssen, vielleicht einige risikoreiche, ein weniger Risiko, mittleres Risiko, weiter beobachten, gute nachkaufen, so wie wir uns das ja auch von den beiden Demonstrierten hoffen. Auch da habe ich zum Beispiel Step by Step immer was nachgekauft, alles in der Hoffnung, dass das vielleicht Gewinneraktien sein können. Das können dann natürlich nicht Senior-Gold-Aktien liefern, sondern nur diese Penny-Gold-Stocks. Da werden einige nicht funktionieren oder weniger performen, übernommen werden, sonst was, aber einige bieten vielleicht dieses ungeheure Potenzial. Und das war eben damals auch so. Und man hätte einfach die verschiedenen Aktien kaufen sollen, diversifizieren, ein bisschen beobachten, gute nachkaufen, dass man mehr von den guten hat. Und irgendwann kommt dann eben diese Eruption. Und das hatten wir ja auch im letzten Video gesagt, wenn geht es rasant schnell, kann man kaum timen. Und wenn Sie dann sehen, die Mania ist im vollen Gange und das werden Sie bemerken, wenn es steigt. Und die Goldaktien sind im Schnitt von den Pennygold, würde ich sagen, über $1. Dann wissen Sie, sie sind nicht mehr günstig, aber ist dann vielleicht erst der Zeitpunkt, wo die Anlegermassen reinkommen und die es auf 2, 3, 5, vielleicht $10, diesen Typus treiben, so wie Sie es ja auch hier gesehen haben. Hier gehen sie auch von 10 Cent auf $10 hoch. Das ist allerdings eine Aktie aus dem Goldbullenmarkt von 2011. Aber das nur zu Demonstrationszwecken. Ja, damals wäre es eben auch klug gewesen, hätten sie am Höhepunkt die Goldaktien verkauft, hätten sie komplett den Goldsektor verlassen müssen und sie hätten einfach in Standardaktien, Zukunftstech-Aktien, Top-Fonds wie Berkshire Hathaway investieren müssen. Weil diese Ausleben des Inflationsexzesses, die hohen Goldpreise, hat eben Standardaktien links liegen lassen und die sehr günstig gemacht. Und dieses ganze Geld, das im Inflationssektor war, hat im Grunde genommen die Basis dann gelegt für einen 20-jährigen Bullenmarkt bei Standardaktien. Und Berkshire Hathaway hat sich dann in dieser Phase von 1980 bis 1999 um das 228-fache zugelegt, viele andere Aktien auch oder Aktienfonds, wenn auch das sicher ein Extremfall ist, keine Frage. Aber wir wollen es ja demonstrieren, dass jede $50, die man damals in Goldaktien investiert hätte, hätte dann langfristig 1 Million gebracht. Und das nur mit zwei Transaktionen. Eben einmal Goldaktien kaufen, einmal dann wieder verkaufen und Topfonds und Topaktien kaufen. Und ja, also das finde ich auch sehr faszinierend, dass das so einfach gegangen ist. Wie gesagt, das ist der Blick zurück. Das ist immer leicht, immer easy. Aber wir versuchen da einfach, gewisse Ähnlichkeiten wird es auch mit der Zukunft haben. Vielleicht diesmal noch verstärkt durch andere Entwicklungen, die vielleicht dramatischer sind als 1980. Aber im Prinzip werden wir jetzt eine Inflationsdynamik haben, so wie damals, und dann auch irgendein Punkt auch wieder eine wirtschaftliche Wiederbelebungsdynamik, die sich dann natürlich auch wieder in den Aktienkursen manifestiert. Ja, Ereignis 2, Ereignis 3. Äh, Goldaktien sind meines Erachtens einfach auch ein Krisenbarometer. Wenn sie steigen, das ist wunderbar, mehr Gewinne, wir können mehr Gold und Silber oder Geld davon erlösen. Und gleichzeitig ist aber wiederum kein gutes Zeichen. Das Zeichen des Stress im System ist, dass Investoren sich von der wirtschaftlichen Dynamik abwenden und im Gold und Silber oder eben im Minenbereich das Heil sozusagen suchen. Ähm, Das führt natürlich viele Neider, zum Beispiel bei den Minen produzieren, also den Ländern, wo die Minen haben, kann es extra Steuern, Verstaatlichung geben oder auch die eigene Regierung, die hier echt Probleme haben, die Kommunen und so weiter zu finanzieren, versucht sich in irgendeiner Form über das Bankensystem an ihren Assets zu vergreifen. Also die Gefahren sind groß. Nichtsdestoweniger glauben wir, dass wir, sag ich mal, so ein Zeitfenster irgendwie das zwischen 6 bis 8 Monaten haben, dass das jetzt so weitergeht mit den Anstiegen, wie ich Ihnen das gezeigt habe. Kein Mensch interessiert es, kriegt auch keiner richtig mit. Das denke ich mal, in ein paar Monaten oder vielleicht in 1, 2 Monaten sind die im Schnitt bei $1. Dann kriegen wir eine Bewusstseinsphase, dann sehen viele das Potenzial von Goldaktien, strömen die rein. Und das ist dann irgendwie die Phase, wo wir dann meiner Meinung nach verkaufen müssen und wir zum Beispiel mehr Gold und Silber kaufen können. Aber wie gesagt, auch die Banken könnten theoretisch einen Strich durch die Rechnung machen, Abhebegrenzen und all solche Geschichten. Also ich würde sagen, ich sage nicht, dass es jetzt kommt. Ich sage, dass das Risiko
zunimmt. Und diese steigenden Goldaktien ist gleichzeitig ein Thermometer für dieses Risiko. So würde ich das sagen. Das, also wir werden, wie gesagt, von zwei Seiten eigentlich bedroht. Ne? Oder von drei. Wenn man auch noch das ganze Missmanagement bei den Gold- und Silberaktien auch sieht, die zahlen sich schnell hohe Löhne. Äh, die warten eigentlich vielleicht auch nur auf höhere Aktienkurse, das muss sich bewusst sein. Alle wollen dann mit dieser Angstwelle oder mit diesem Boom überproportional profitieren. Also das sind nicht unbedingt ganz tolle Firmen, das sind nur tolle Bewertungen. Das ist also ähnliche Effekte wie im neuen Markt, also Pets.com oder wie sie da hießen oder whatever. Ähm, keine Gewinne noch nie gemacht, trotzdem hoch bewertet. Das ist im gewissen Sinne, wenn es zum Gold- und Silberboom kommt, dann wird sozusagen Seemannsgarn gesponnen. Dann sagen schnell das Management, ja, wir haben eigentlich nicht nur 1 Million Unzen im Boden liegen. Das sind eigentlich Gebiete, da kann es noch 5 oder 10 Millionen Unzen geben oder sie kaufen Gebiete billig hinzu und. Und wenn das wirklich so eine Goldphase ist, sind gigantische Bewertungen möglich. Und da kann man eigentlich nur zu sagen, das muss sich bewusst sein, dass es wirklich viele Schwierigkeiten geben kann, wenn Goldaktien hoch sind. Also wie heute, glaube ich, auch ein Kommentator festgestellt, das Verkaufen ist ultra schwer, das ist ganz klar. Wir hoffen, das aber irgendwie abmachen zu können, dass wir das irgendwie, diese Preisspitzen erkennen und zumindest wenn Gold eben im Bereich 2300, 2400, 2500, Silber Richtung 40, 50 ist, wissen wir sind teuer. Kann natürlich gigantisch höher gehen, aber dann sollte man beginnen, eigentlich abzustoßen, weil dann jederzeit ein Rückschlag passieren kann oder eben Eingriffe aller Art, wie ich sie erwähnt habe. Ja, ach, nochmal vielleicht zu diesem Gold-Dow-Jones-Chart. Das zeigt eben 200 Jahre an. Sie sehen das 19. Jahrhundert, also die relativ normale wirtschaftliche Entwicklung auf Basis eines Goldstandards. Denken Sie zum Beispiel an Deutschland. Wann wurden diese großen Unternehmen, die unseren Wohlstand bis heute eigentlich bringen, wie Siemens gegründet? Ich glaube 1850 und so, mitten einer Phase im Goldstandard. Das war kalkulierbar, die Menschen waren unternehmerisch tätig, aber eben das ist hier nicht so schön, dieses 20. Jahrhundert. Es sind sehr viele Kriege, es ist auch Aufkommen dieser Angestelltengesellschaften, dieser bürokratischen Wucherung und des Gelddruckens, das eigentlich Massenelend vorprogrammiert. Ich hoffe eben, dass wir eben diese Phase hinter uns lassen und dass wir eigentlich wieder nach dieses Jahrhundert oder diese Zeit hier abschließen und dass wir wieder auf eine vernünftige, saubere wirtschaftliche Entwicklung kommen und partizipieren können. Aber nichtsdestoweniger, jetzt schauen wir uns noch an, was wir hier erwarten müssen, laut der Charttechnik. Also 1980 konnte man dann für eine Unze Gold einen Dow kaufen. Jetzt muss man, ich glaube, 19 Unzen hinlegen. Das heißt, die normalen Standardaktien dürften nach dieser Theorie um 95% fallen. Also gigantische Wertvernichtung. Dasselbe geht für Immobilien. Mike Maloney hat es ausgerechnet, 1980 konnte man für 500 Unzen Silber ein Haus kaufen. Das waren damalige 25.000 $. Und eben die Chartisten glauben eben noch, dass es diesmal tiefer geht. Das heißt, ein Haus wird vielleicht noch billiger zu haben, Standardhaus. Ja, also irgendwo was um die 300 $. Ja, und eben natürlich die Aktien, sofern sie dann überleben, gibt es dann halt noch billiger. So, das weist so ein bisschen diese Charttechnik hin. Ähm, und das Ganze ist eben tatsächlich eben risikobezogen. Und jetzt in der Phase, wo es dann so extrem wird, sollte man dann auch generell nicht mehr in Goldaktien sein, sondern in physischer Ware. Und dann eben ein Punkt, wenn die Kaufkraft hoch genug ist, wenn das alle um jeden Preis haben wollen, dann mit dem Reinvestieren. Ja, Fazit, Multiplikation der Gewinne aus den Ereignissen. Also wir können nicht linear einfach investieren. Das ist meiner Meinung nach völlig unmöglich. Auch wenn man das zum Beispiel, auch zwischen 1976 und 1980 galt im Prinzip etwas entschärfter dasselbe. Man konnte eigentlich nicht in Berkshire Hathaway nehmen, obwohl sie sich damals auch gestiegen ist, sondern aufgrund der Verzerrung, und das war eben die Goldpreisexplosion verbundene Minen, musste man eigentlich in Edelmetalle sein. Aber das Ziel von dieser Inflation maximal profitieren, hätte man eben riesige Mengen Berkshire Hathaway theoretisch kaufen können. Und Sie wissen ja, was dann mit Berkshire Hathaway
nach der Beendigung der Inflation los war. Das war eigentlich bis heute die groß performende Aktie überhaupt. Und so müssen Sie sich das vorstellen. Das heißt, diese Goldaktienboom oder Goldanstieg ist nicht zu verhindern, egal wie gut und zukunftsgewandt diese Aktien sind. Und wir können nachher riesige Mengen von diesen Zukunftsaktien, Standardaktien, Aktienfonds kaufen. Also man kommt jetzt nicht drum rum, meines Erachtens. Und deswegen haben wir das mal so kalkuliert. Also jede 200 Euro, die Sie in Goldaktien packen, könnte im Schnitt das 25-fache steigen in den nächsten 5 bis 8 Monaten. Dadurch können Sie mehr Gold und Silber kaufen, das dann aber noch nicht so teuer ist, wie ich ja erklärt habe. Die Maximalwerte sind dann irgendwann, wer weiß, wann die da hingehen, aber diese wurden ja berechnet von Mike Maloney, Igor von Grätz, aber andere sagen, das geht dann auf 8.000 Kaufkraft für eine Unze Gold und Silber, vielleicht irgendwo 300. Und davon sollte man möglichst viel in der Hand haben, weil man dann auch nicht einem systemischen Risiko ausgesetzt ist, sondern dann stellt man selbst die Regeln und dann und wir gucken nach entsprechend attraktiven Investitionsmöglichkeiten, wo man das dann reinvestieren kann. Und das ist mit der 50 dann gemeint, ne? Dass man, was auch immer dann übrig bleibt von den Assets, können ja auch gute Häuser oder gute Wohnungen sein, die Rendite bringen oder eben auch einfach Top-Aktien. Das ist dann mit der Wiedererholung des allgemeinen wirtschaftlichen Geschehens nach dem Inflationsspike ist eine Verfünfzigfachung, kann man da ranlegen. Und das ergibt eben auf Sicht von 15 Jahren von jetzt aus 1 Million $. Also es gibt keinen Grund, dass Ihnen jemand Angst machen muss über Altersarmut und sonst was. Ähm, Altersarmut ist vorprogrammiert, wenn Sie klassisch investieren. Es ist absolut nicht möglich. Die Verzerrungen sind zu groß. Die hebeln Raum und Zeit auseinander. Das ist leider so. Und meiner Meinung nach die beste Strategie ist eben so viel Gold und Silber möglichst generieren, jetzt mit Hilfe von Goldaktien maximieren. Von Goldaktien können Sie leben, ohne Gold und Silber zu verkaufen. Und das wird mein Report ja auch weitermachen, werden eben die Zukunftsopportunities versucht zu identifizieren, dass die dann, wenn Gold und Silber die Höchstpreise erreicht haben, große Mengen von absolut Top-Investments dann aufladen kann. Und das sind dann auch nur 2, 3 Transaktionen wie in den 1970er Jahren und man hat immer Geld. Man hat immer Geld in dieser Situation. Jedenfalls ist das die Ableitung und Hochrechnung auf das, was uns vorliegt. Sie können gerne da Ihre Meinung sagen, ob das realistisch ist oder ob das ich meine, ist klar, es sind unheimlich viele unbekannte Variablen da drin. Das ist sehr stark simplifiziert, alles Mögliche kann passieren. Aber man kann ja sich dann sozusagen, aber man kann ja auch noch andere Investmentketten sozusagen bilden, die dann vielleicht verschiedene Risiken noch abdecken. Das kann man ja auch machen. Also eine Investmentkette ist auch, Sie machen gar nichts mit Goldaktien. Sie haben einfach jetzt Silber. Sie wissen, es geht irgendwo an der Spitze auf 300 und reinvestieren das dann. Hat man ja auch. Man hat ja Gold und Silber, weil wir uns ja nicht komplett auf die Digitalwelt verlassen können. Aber das würde ich als unterschiedliche Investitionsereignisketten betrachten. Ja, 1000 Becker Report. Wir versuchen das Ganze, diese Goldaktien nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko zu selektieren. Wie gesagt, wir berechnen Potenzialfaktor aus Anzahl der Unzen, Länderrisiko, Grad des Goldes. Exit-Strategie ist auch mit bei. Wenn Sie den Report kaufen wollen, finden Sie den unten in der Beschreibung. Und Sie kriegen natürlich, werden dann über die Mine, über die ich berichte, auch schon mal ständig dann informiert, das ist klar. Einlagerung von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft. Also das Unternehmen zu jeder Zeit an Gold und Silber kommt eine Überweisung, keine Mindestüberweisung. Schon ist das Edelmetall in der Schweiz zollfrei eingelagert, genauso leicht ist der Verkauf. Ja, nochmal ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat. Vielleicht auch ein Like geben, das würde den YouTube-Algorithmus auf die Sprünge helfen. Also mal vielen Dank und bis zum nächsten Mal.